Hallo Otto, wie geht es dir heute? Du siehst ein bisschen müde aus. Hallo Heidi. Ja, ein bisschen. Aber mir geht es gut. Heute Morgen bin ich sehr früh aufgewacht. Und du? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Auf dem Weg zum Studio habe ich zwei Personen in der U-Bahn sprechen gehört. Eine Person fragte die andere, was möchtest du morgen machen? Und ich dachte, das wäre eine perfekte Frage für unsere Lernenden. Ja, das ist eine sehr nützliche Frage. Wir benutzen sie jeden Tag und sie hilft uns, über unsere Pläne, unsere Wünsche und unseren Tagesablauf zu sprechen. Sie ist einfach, aber sehr wichtig für die Kommunikation. Genau. Also können wir zuerst die Frage langsam auf Deutsch wiederholen. Was willst du morgen machen? Du hörst 4 Teile. Was plus willst, plus du, plus morgen machen. Es ist klar und einfach. Ja, und um zu antworten, können wir morgen möchte ich oder morgen werde ich benutzen. Zum Beispiel morgen möchte ich mich ausruhen oder morgen werde ich arbeiten. Sehr gut. Und diese Frage kann man einem Freund, einem Kollegen oder einem Familienmitglied stellen. Es ist wirklich eine praktische Frage. Also, Otto, darf ich dich fragen, was willst du morgen machen? Also, morgen möchte ich ein gutes Frühstück essen. Danach werde ich ein bisschen im Park spazieren gehen, weil mir das am Morgen gut tut. Und du, Heidi, was möchtest du morgen machen? Morgen möchte ich meine Mutter anrufen und ich möchte auch ein bisschen meine Wohnung aufräumen. Danach werde ich etwas Einfaches kochen, aber vor allem möchte ich mich entspannen. Gute Idee. Die Lernenden können mit uns wiederholen, morgen möchte ich oder morgen werde ich. Das ist eine gute Möglichkeit, über zukünftige Pläne auf Deutsch zu sprechen. Wir können auch weitere Beispiele geben. Morgen möchte ich Sport machen. Morgen möchte ich ein bisschen Deutsch lernen. Morgen werde ich einen Freund treffen. Morgen werde ich einen Film anschauen. Ja, es ist wichtig, einfache, kurze Sätze zu haben, die im echten Leben nützlich sind. Und vor allem, habt keine Angst zu sprechen. Auch wenn ihr einen kleinen Fehler macht, ist das nicht schlimm. Wichtig ist nur, es zu versuchen. Genau. Übrigens, du, der uns gerade zuhört, was möchtest du morgen machen? Denk einen Moment darüber nach. Sag es laut, wenn du kannst. Das hilft deinem Gedächtnis sehr. Und du kannst es mehrmals wiederholen. Zum Beispiel, morgen werde ich Deutsch lernen. Wiederhole es langsam und dann ein bisschen schneller. Das ist eine hervorragende Übung. Ja, und es gibt dir Selbstvertrauen. Je mehr du wiederholst, desto natürlicher wird es. Es ist wie eine kleine Routine. Und diese Frage, was willst du morgen machen, kann dir wirklich helfen, jeden Tag zu üben. Es ist eine gute Grundlage, um deinen eigenen kleinen Dialog zu erstellen. Du kannst dir ein Gespräch mit einem Freund oder mit uns vorstellen, so wie jetzt. Also Otto, jetzt, da du mir von deinem heutigen Tag erzählt hast, habe ich eine Frage an dich. Sag mir, was willst du morgen machen? Morgen, gute Frage. Ich denke, ich möchte meinen Tag ruhig beginnen. Vielleicht mit einem Kaffee. Und du, Heidi, was möchtest du morgen machen? Morgen möchte ich früh aufstehen. Ich liebe es, den Tag zu beginnen, wenn alles noch ruhig ist. Ich möchte vor der Arbeit einen kleinen Spaziergang machen. Du weißt, ein bisschen laufen, atmen und meine Gedanken ordnen. Ah ja, ein Spaziergang am Morgen ist perfekt, um gut in den Tag zu starten. Zuhörer, hört gut zu. Ich möchte einen Spaziergang machen. Das ist ein einfacher und nützlicher Satz. Wiederholt ihn in eurem Kopf. Ja, und wir können auch sagen, ich möchte mich ausruhen oder ich möchte ein Buch lesen. Das sind sehr praktische Sätze, wenn man über Pläne für morgen spricht. Otto, möchtest du dich morgen ausruhen? Vielleicht ein bisschen, aber vor allem möchte ich etwas Produktives machen. Zum Beispiel möchte ich 20 neue Wörter auf Deutsch lernen. Das ist mein kleines Ziel. Diese Idee gefällt mir sehr. Einfache Ziele sind die besten. Und ihr, liebe Lernende, was möchtet ihr morgen machen? Denkt an einen kurzen Satz, zum Beispiel, ich möchte kochen oder
ich möchte einen Freund anrufen. Es ist einfach und hilft euch beim Üben. Ja, und vor allem habt keine Angst, Fehler zu machen. Wenn wir über morgen sprechen, können wir im Deutschen oft ich möchte mit einem Infinitiv benutzen. Zum Beispiel, ich möchte einen Film anschauen oder ich möchte mein Zimmer aufräumen. Perfekt. Und weißt du, Otto, morgen möchte ich auch ein neues Rezept ausprobieren. Vielleicht einen Schokoladenkuchen oder vielleicht ein italienisches Gericht. Ich weiß es noch nicht. Das macht mich hungrig. Wie wäre es, wenn wir unseren Zuhörern noch ein paar weitere Beispiele geben? Zum Beispiel, morgen möchte ich Sport machen. Morgen möchte ich 20 Minuten Deutsch lernen. Morgen möchte ich auf den Markt gehen. Das sind sehr häufige Sätze. Ja. Und um jemandem die Frage zu stellen, sagt man einfach, was willst du morgen machen? Wiederholt langsam mit mir. Sehr gut. Noch einmal. Perfekt. Heidi, möchtest du morgen arbeiten oder möchtest du dich entspannen? Ein bisschen von beidem. Am Morgen möchte ich arbeiten, aber am Nachmittag möchte ich mich entspannen, Musik hören und vielleicht eine Serie anschauen. Ich liebe das. Das ist eine gute Balance. Ich möchte morgen auch einen ruhigen, aber nützlichen Tag haben. Deshalb schlage ich eine Übung für die Zuhörer vor. Wählt 3 Dinge aus, die ihr morgen machen möchtet. Sagt sie laut. Das hilft euch natürlicher zu sprechen. Ja, und vergesst nicht, über kompliziertere Zukunftsformen sprechen wir später. Für den Moment ist ich möchte plus Infinitiv schon perfekt für die Niveaus A1 bis A2. Also Otto, jetzt, da du uns deine Ideen für morgen erklärt hast, möchte ich unseren Zuhörern helfen, denn die Frage, was willst du morgen machen, ist sehr einfach, aber viele Anfänger wissen nicht, wie sie antworten sollen. Und trotzdem ist es eine häufige Frage im Alltag. Ja, das stimmt. Es ist eine Frage, die man überall hören kann, unter Freunden, bei der Arbeit, in der Familie. Auch ein Lehrer kann sie stellen und Lernende wissen oft nicht, dass die Antworten sehr kurz sein können. Zum Beispiel ein einfacher Satz. Morgen möchte ich mich ausruhen. Das ist klar, einfach und effektiv. Genau, oder auch, morgen werde ich arbeiten. Das ist wirklich ein nützlicher Satz. Und es gibt einen wichtigen Punkt. Im Deutschen können wir ich möchte oder ich werde benutzen. Beide funktionieren, je nachdem, was man sagen möchte. Ich möchte etwas machen oder ich werde etwas machen. Die Zuhörer können auswählen, was für sie einfacher ist. Ja, und wir können weitere Beispiele geben, um Ihnen zu helfen. Zum Beispiel, morgen werde ich meine Freunde sehen oder morgen möchte ich kochen. Das sind einfache Aktivitäten aus dem Alltag. Die Lernenden können sie auswendig lernen und sofort wieder benutzen. Sehr gute Idee. Ich benutze auch gerne Ausdrücke wie morgen früh, morgen Nachmittag und morgen Abend. Das hilft, den Satz zu organisieren. Zum Beispiel, morgen früh möchte ich Sport machen. Es ist genauer. Ja, das stimmt. Und für diejenigen, die noch einfachere Sätze mögen, gibt es eine sehr einfache Struktur. Im Deutschen kann man auch das Präsens mit morgen benutzen. Zum Beispiel, morgen lese ich oder morgen esse ich. Aber man muss ein richtig konjugiertes Verb verwenden. Ja, genau. Man braucht ein konjugiertes Verb. Und wenn Lernende schwierige Strukturen vermeiden möchten, können sie ich werde plus Infinitiv benutzen. Das ist viel einfacher. Zum Beispiel, ich werde lernen, ich werde reisen, ich werde schlafen. Es ist perfekt für die Niveaus A1 und A2. Und weißt du, Heidi, was den Zuhörern wirklich helfen kann? Eine kleine Liste im Kopf mit 3 möglichen Aktivitäten zu machen. Eine Aktivität für zu Hause, eine für die Arbeit und eine für die Freizeit. Zum Beispiel, morgen werde ich die Küche putzen. Ich werde auch ein Projekt beenden und am Abend werde ich einen Film anschauen. Das ist ein großartiger Tipp. 3 kurze Sätze, 3 einfache Ideen. Das gibt Selbstvertrauen und ergibt eine vollständige Antwort. Die Lernenden können sogar laut üben. Mehrmals zu wiederholen ist das Geheimnis,
natürlicher zu sprechen. Ja, und Sie können sich selbst die Frage stellen, was will ich morgen machen? Das ist eine gute Übung. Alleine zu sprechen ist auch eine Form des Übens. Genau. Und jetzt möchte ich, dass die Zuhörer einige Sätze mit uns wiederholen. Erster Satz: Morgen werde ich ausgehen. Möchtest du einen anderen geben? Ja, morgen möchte ich etwas lernen. Und noch einer. Morgen werde ich einen Spaziergang machen. Perfekt. Hört weiter zu, denn wir werden euch noch mehr nützliche Beispiele geben. Heidi, weißt du, wenn wir über morgen sprechen, sprechen wir auch über Organisation. Viele Lernende trauen sich nicht, über ihre Pläne zu sprechen, weil sie denken, dass sie nicht den richtigen Wortschatz haben. Deshalb mag ich dieses Thema. Es ist einfach, nützlich und sehr natürlich im Alltag. Genau. Und um unseren Zuhörern zu helfen, können wir ihnen ein sehr einfaches Modell geben. Zum Beispiel: Morgen möchte ich, morgen werde ich oder auch morgen würde ich gern. Diese 3 Satzanfänge reichen schon aus, um über fast alles zu sprechen. Ja, und wir können ein sehr einfaches Aktionsverb hinzufügen. Zum Beispiel arbeiten, lernen, kochen, spazieren gehen, jemanden anrufen, Sport machen. Das sind sehr häufige Verben, einfach auszusprechen und perfekt, um einen einfachen Tag zu beschreiben. Vielleicht können wir zusammen eine kleine Situation erstellen, etwas ganz Einfaches, um zu zeigen, wie man diese Sätze benutzt. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass morgen ein ruhiger Tag ist. Sehr gute Idee. Also, ich fange an. Morgen möchte ich früh aufstehen, weil ich einen ruhigen Morgen haben möchte. Danach werde ich einen Kaffee vorbereiten und ich werde 10 Minuten lang ein Buch lesen. Siehst du? Sehr einfach, sehr natürlich. Perfekt. Ich kann auch weitermachen. Morgen werde ich in den Park gehen, um ein bisschen spazieren zu gehen. Ich möchte Musik hören und die frische Luft genießen. Nichts Kompliziertes, aber man sieht, wie die Sätze miteinander verbunden werden. Ja, und das Geheimnis ist genau das. Kleine, einfache Sätze miteinander verbinden. Mit nur 3 oder 4 Verben kann man eine ganze Beschreibung erstellen. Und genau das möchten wir unseren Zuhörern geben. Einfachheit, aber auch flüssiges Sprechen. Weißt du, Otto, viele Menschen denken, dass sie perfekt sprechen müssen, um ihren Tag zu beschreiben. Aber das stimmt nicht. Man kann mit sehr kurzen Sätzen anfangen. Zum Beispiel: Morgen werde ich arbeiten, morgen werde ich kochen, morgen möchte ich mich ausruhen. Das funktioniert schon sehr gut und ist sogar natürlicher. Deutsche benutzen im echten Leben auch einfache Sätze. Man spricht nicht wie in Lehrbüchern. Man spricht schnell, mit kurzen Sätzen und manchmal ohne sehr komplizierte Verben. Genau. Wir können sogar kleine Fragen stellen, um unseren Zuhörern zu helfen, ihre eigenen Antworten zu finden. Zum Beispiel: Willst du morgen ausgehen? Willst du Freunde sehen? Willst du zu Hause bleiben? Das sind perfekte Fragen, um ein Gespräch zu beginnen. Ja. Und ich möchte noch einen Tipp hinzufügen. Wenn ihr morgen beschreibt, benutzt Wörter wie am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Das organisiert eure Gedanken und macht den Satz klarer. Zum Beispiel: Am Morgen werde ich lernen, am Nachmittag werde ich einkaufen gehen, am Abend möchte ich einen Film anschauen. Es stimmt, dass das alles verändert. Und es ist wirklich einfach für ein A1 oder A2-Niveau. Man braucht keine komplizierten Strukturen, sondern nur einfache Wörter, die intelligent benutzt werden. Also, liebe Zuhörer, versucht in eurem Kopf zu wiederholen: Morgen möchte ich, morgen werde ich, morgen würde ich gern. Diese 3 Satzanfänge sind eure besten Freunde, wenn ihr über zukünftige Pläne sprechen möchtet. Ja, und denkt daran, je mehr ihr es sagt, desto natürlicher wird es. Kleine Wiederholungen schaffen Vertrauen. Otto, weißt du, wenn wir über morgen sprechen, kann das Anfängern helfen, über zukünftige Pläne auf Deutsch zu sprechen. Es ist einfach, natürlich und wird sehr oft benutzt. Zum Beispiel: Ich werde machen, ich werde gehen, ich werde vorbereiten. All das sind perfekte Sätze, um Pläne zu beschreiben. Ja, genau.
Und wir können an etwas Wichtiges erinnern. Wenn wir morgen sagen, sprechen wir über die Zukunft, aber im Deutschen benutzen wir im Alltag sehr oft entweder das Präsens mit einer Zeitangabe oder werden plus Infinitiv. Zum Beispiel, morgen koche ich oder morgen werde ich einen Freund sehen. Das sind wirklich einfache Formen. Also machen wir mit unseren Beispielen weiter, um allen zu helfen. Wenn jemand über Sport sprechen möchte, kann er sagen, morgen werde ich Sport machen. Es ist kurz, praktisch und sehr nützlich. Und bei der Arbeit oder beim Lernen ist es genauso. Zum Beispiel, morgen werde ich arbeiten oder morgen werde ich Deutsch lernen. Übrigens, wenn ihr uns jetzt zuhört, könnt ihr wiederholen, morgen werde ich Deutsch lernen. Das ist ein sehr guter Übungssatz. Weißt du was? Ich möchte, dass unsere Zuhörer sich ihren morgigen Tag wie ein kleines Spiel vorstellen. Ich werde einfache Fragen stellen und jeder kann im Kopf antworten. Zum Beispiel, um wie viel Uhr wirst du morgen aufstehen? Das ist ein guter Anfang, um den Tag zu organisieren. Ja, sehr gute Idee. Wir können auch hinzufügen, was wirst du morgen essen? Oder wirst du morgen ausgehen? Das sind einfache Fragen, aber sie zwingen das Gehirn, Sätze zu bilden. Und genau das ist ideal, um Fortschritte zu machen. Machen wir weiter mit einigen praktischen Verben. Zum Beispiel gehen, machen, sehen, nehmen, vorbereiten. Wir können viele Sätze bilden. Wenn jemand sich entspannen möchte, kann er sagen, morgen werde ich mich ausruhen. Das ist ein sehr nützlicher Satz. Ja, und wenn wir genauer sein möchten, können wir eine Tageszeit hinzufügen. Zum Beispiel, morgen früh werde ich einkaufen gehen, morgen Nachmittag werde ich ein Buch lesen, morgen Abend werde ich einen Film anschauen. Das hilft, den Satz zu strukturieren. Und um über soziale Aktivitäten zu sprechen, morgen werde ich meine Freunde treffen. Morgen werde ich mit meiner Schwester einen Kaffee trinken. Das ist sehr einfach und natürlich. Ich schlage eine kleine mündliche Übung für unsere Zuhörer vor. Wiederholt nach mir, morgen werde ich und fügt hinzu, was ihr möchtet. Es kann arbeiten, spazieren gehen, kochen, einen Podcast hören oder irgendetwas anderes sein. Wichtig ist nur, zu üben. Ja, denn je mehr man einen Satz zu einer Gewohnheit macht, desto einfacher wird er. Werden plus Infinitiv ist ein magisches Werkzeug, um über Pläne zu sprechen, ohne komplizierte Strukturen zu benutzen. Heidi, möchtest du noch ein sehr einfaches Beispiel zum Abschluss geben? Natürlich, das einfachste Beispiel. Morgen werde ich Deutsch lernen. Das ist der typische Satz aller motivierten Anfänger. Perfekt. Und es ist auch ein schönes Versprechen an sich selbst. Otto, manchmal wissen wir zwar, was wir morgen machen möchten, aber wir wissen nicht, wie wir den Tag organisieren sollen. Verstehst du? Wir möchten alles machen, aber wir wissen nicht, womit wir anfangen sollen. Ja, vollkommen. Und für Deutschanfänger kann es eine gute Übung sein, über die Organisation von morgen zu sprechen. Man kann einfache Sätze benutzen wie morgen früh möchte ich, am Nachmittag werde ich, am Abend plane ich. Genau. Wir können auch einige sehr nützliche Wörter lernen. Zum Beispiel bedeutet früh, early, spät bedeutet late und gegen bedeutet ungefähr, wie in gegen 10 Uhr. Ja, du kannst sagen, morgen werde ich früh aufstehen oder ich möchte meinen Tag gegen 8 Uhr beginnen. Das sind sehr praktische Sätze. Und um weiterzumachen, können wir auch persönliche Aktivitäten hinzufügen. Zum Beispiel, morgen möchte ich Sport machen. Ich möchte kochen, ich möchte lesen, ich möchte mit meinen Freunden ausgehen. Ja, und damit das Gespräch natürlicher wird, können wir offene Fragen stellen. Zum Beispiel, warum möchtest du morgen Sport machen? Oder mit wem wirst du ausgehen? Das hilft, ein echtes Gespräch aufzubauen. Das stimmt. Und weißt du, Otto, manchmal haben Lernende Angst, Fehler zu machen, wenn sie über ihre Pläne sprechen. Aber wir müssen ihnen sagen, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Sprechen ist das Wichtigste. Absolut.
Auch wenn du nach einem Wort suchst, auch wenn du zögerst, mach weiter. Du kannst einfache Sätze benutzen wie ich weiß es noch nicht, ich denke nach, vielleicht oder ich möchte es versuchen. Und wir können auch zeigen, wie man Ideen miteinander verbindet. Zum Beispiel am Morgen, dann, danach, schließlich. Diese Wörter sind sehr nützlich, um einen Plan zu erzählen. Ja, zum Beispiel, am Morgen werde ich arbeiten, dann möchte ich einen Spaziergang machen, danach werde ich einkaufen gehen, schließlich werde ich einen Film anschauen. Sehr klar, sehr einfach, perfekt für Anfänger. Und wenn ich über morgen spreche, könnte ich sagen, morgen früh möchte ich ein gutes Frühstück vorbereiten. Danach werde ich ein bisschen das Haus putzen. Dann möchte ich eine Freundin anrufen und am Abend werde ich mich ausruhen. Das ist ein guter Tag. Ich könnte sagen, morgen möchte ich früh anfangen, weil ich viel Arbeit habe. Danach werde ich Fahrrad fahren. Am Abend möchte ich etwas Einfaches kochen. Siehst du, all das hilft den Lernenden zu verstehen, wie man einfache, natürliche und nützliche Sätze für das echte Leben bildet. Ja, und es ist wichtig zu üben. Die Zuhörer können 3 Aktivitäten auswählen, die sie morgen machen möchten, und versuchen, sie laut zu sagen. Ja, sagt zum Beispiel, morgen möchte ich und fügt dann eine Aktivität hinzu. Das ist eine hervorragende Übung für die Aussprache und das Selbstvertrauen. Und noch ein einfacher Tipp: Wiederholt dieselben Satzmuster, aber verändert nur die Aktivitäten. Das hilft, die Struktur zu merken. Genau. Je mehr du wiederholst, desto natürlicher wird es. Und morgen wirst du wirklich jemandem sagen können, das möchte ich machen. Otto, weißt du, wenn wir über morgen sprechen, sprechen wir auch über Organisation. Viele Lernende wissen nicht, wie sie ihre Pläne ausdrücken sollen, aber es ist sehr einfach. Wir können ich werde oder ich möchte benutzen. Es ist einfach und natürlich. Ja, das stimmt. Zum Beispiel kann ich sagen, morgen werde ich Sport machen. Das ist ein sehr einfacher Satz. Kurz, klar und perfekt für Anfänger. Genau. Und wenn wir die Frage stellen möchten, sagen wir einfach, was wirst du morgen machen? Oder was willst du morgen machen? Beide sind richtig. Hörst du den Unterschied? Die erste Frage spricht über einen sichereren Plan. Die zweite spricht über einen Wunsch oder eine Absicht. Sehr guter Punkt. Also können wir ein kleines Spiel spielen. Ich stelle dir Fragen und du antwortest mit einer Aktivität. Das hilft allen beim Üben. Ja, gute Idee. Wir beginnen. Was wirst du morgen früh machen? Morgen früh werde ich in einem Café frühstücken. Einen heißen Kaffee, ein Croissant, ein einfacher Moment. Und du? Ich werde morgen früh im Park spazieren gehen. Ich mag es, den Tag mit ein bisschen frischer Luft zu beginnen. Siehst du? 2 einfache Sätze, 2 verschiedene Stile. Jetzt eine andere Frage. Was möchtest du morgen Nachmittag machen? Morgen Nachmittag möchte ich ein Buch lesen. Ein einfaches Buch auf Deutsch. Jeden Tag ein bisschen zu lesen hilft sehr. Ja. Und wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr auch sagen, morgen möchte ich einen Podcast hören, um Deutsch zu lernen. Das ist ein guter Satz zum Üben. Weißt du, was den Lernenden hilft? Immer dieselben Strukturen zu benutzen wie ich werde, ich möchte, morgen, am Morgen und am Nachmittag. Ja, denn Wiederholung schafft Automatisierung. Je mehr man wiederholt, desto natürlicher wird es. Das Ziel ist, einfach zu denken. Eine Idee entspricht einem Satz. Möchtest du ein längeres Beispiel, das trotzdem einfach bleibt? Ja, los geht's. Morgen werde ich meine Freunde sehen. Wir werden einen Kaffee trinken und ein bisschen sprechen. Danach möchte ich nach Hause gehen und einen Film anschauen. Siehst du, das sind sehr einfache Sätze, aber zusammen werden sie zu einer vollständigen Beschreibung. Perfekt. Jetzt schlage ich vor, dass wir auch über nützliche Verben sprechen, um diese Pläne auszudrücken. Zum Beispiel arbeiten, ausgehen, besuchen, kochen, lernen, sich ausruhen. Ja,
Zum Beispiel, morgen werde ich arbeiten. Morgen möchte ich ein einfaches Gericht kochen. Morgen werde ich mich ausruhen. Der letzte Satz gefällt mir. Sich auszuruhen ist wichtig. Viele Menschen vergessen, dass Ruhe ein Teil des Fortschritts ist. Du hast recht. Und jetzt seid ihr Zuhörer dran. Stellt euch vor, was ihr morgen machen möchtet. Selbst ein einfacher Satz ist schon sehr gut. Ja, übt in eurem Kopf oder sogar laut. Sagt eine Aktivität und dann eine weitere. Mit 2 oder 3 Sätzen könnt ihr bereits euren ganzen Tag beschreiben. Also Otto, während ich dir zuhöre, wie du über all diese Ideen für morgen sprichst, frage ich mich, ob die Menschen, die uns zuhören, schon darüber nachgedacht haben, was sie machen möchten. Oft erleben wir den Tag einfach, ohne wirklich zu entscheiden. Und trotzdem kann es alles verändern, wenn man im Voraus etwas Einfaches plant. Ja, absolut. Und weißt du, was ich an dieser Frage mag? Sie öffnet die Tür zu vielen Möglichkeiten. Was willst du morgen machen? Es ist nicht nur eine Frage über den Zeitplan, sondern eine Frage über das Leben. Es ist eine sanfte Art zu sagen, du hast Kontrolle über deinen Tag. Genau. Und für Anfänger ist es eine perfekte Frage, um über zukünftige Pläne auf Deutsch zu sprechen. Zum Beispiel, morgen werde ich mich ausruhen. Morgen werde ich kochen. Morgen werde ich Deutsch lernen. Siehst du? Einfach, klar, nützlich. Und was ich auch liebe, ist, dass diese Frage uns dazu bringt, uns morgen vorzustellen. Vorstellungskraft, Motivation und Absicht helfen enorm beim Sprechen, denn wenn du dir eine Handlung vorstellst, möchtest du sie beschreiben, und je mehr du sie beschreiben möchtest, desto mehr sprichst du. Ja, und die Lernenden, die uns zuhören, können jetzt eine kleine Übung machen. Schließt eure Augen und stellt euch euren morgigen Tag vor. Was werdet ihr am Morgen machen? Ich werde um 8 Uhr aufstehen. Ich werde einen Kaffee trinken. Danach werde ich am Nachmittag ausgehen. Ich werde arbeiten und am Abend werde ich einen Film anschauen. Das ist bereits eine kleine Geschichte. Und das Schöne daran ist, dass wir aus einem einfachen Satz einen echten Dialog erstellen können. Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, morgen werde ich in den Park gehen, dann kannst du antworten, warum? Möchtest du spazieren gehen? Möchtest du Sport machen? Damit können wir 20 Sätze bilden, ohne viel Aufwand. Ja, und je mehr du Sätze bildest, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn daran, auf Deutsch zu denken. Es ist wirklich wie ein kleines tägliches Training. Nicht lang, nicht schwierig, aber regelmäßig. Genau das bringt Fortschritt. Und weißt du, was ich bemerke? Viele Anfänger haben Angst, über morgen zu sprechen, weil sie denken, es sei kompliziert. Dabei ist es in Wirklichkeit eine der einfachsten Sachen. Für Zukunftspläne im Deutschen kann man werden plus Infinitiv benutzen. Ich werde essen. Ich werde ausgehen. Ich werde Deutsch lernen. Das reicht für einen großen Teil der Gespräche. Ja, das stimmt. Und wenn ihr das Niveau A1 oder A2 habt, sind solche Sätze perfekt geeignet, um ein natürliches Gespräch zu beginnen, sogar mit jemandem, den ihr nicht gut kennt. Ihr könnt fragen, und du, was machst du morgen? Und die Magie beginnt. Also möchte ich zum Abschluss direkt eine Frage an alle stellen, die uns zuhören. Was möchtest du morgen machen? Wirklich keine komplizierte Antwort, keinen langen Text, nur einen einfachen Satz, eine Handlung, einen Plan oder eine Absicht. Ja, schreibt es in die Kommentare. Einen Satz auf Deutsch, auch wenn er noch so klein ist. Wir freuen uns sehr, ihn zu lesen, und es ist eine hervorragende Möglichkeit zu üben. Wenn euch dieser Podcast geholfen hat, denkt auch daran, ihn zu abonnieren und unsere Arbeit zu unterstützen. Ihr könnt Like German Pod folgen, um weiterhin jeden Tag ein bisschen zu lernen. Vielen Dank an alle, dass ihr dabei wart.